Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Du bist auf der Suche nach dem richtigen Poolroboter für deinen Pool. Einen Poolroboter, der den Boden automatisch nach Schmutz absucht. Ein Poolroboter, der Treppen und Podeste selbstständig reinigen kann, der die Wasserlinie seitlich akkurat putzen kann. Ein Poolroboter, der dir keine Arbeit macht, aber deinen Pool kontinuierlich sauber hält. Dann könnte der Aipa Scooper V3 die richtige Wahl für dich sein. Diesen Poolroboter habe ich zur Verfügung gestellt bekommen und ich werde ihn in diesem Video ausgiebig testen. Ich werde dir zeigen, wie man diesen Roboter in der App einrichtet, welche Funktionen die App bietet und darüber hinaus werde ich natürlich das Gerät auf Herz und Nieren hier live in meinem Pool testen. Und wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Der Aipa Scooper V3 ist ein Poolroboter der Premium-Klasse. Neben einer durchdachten Software, vielen Funktionen in der App und den KI-Integrationen möchte natürlich auch die Hardware überzeugen. Und das tut es durchaus. Der 8,2 Kilogramm schwere Poolroboter hat an der Front eine erste Walze mit diesen Gummilippen und eine zweite Bürste am Heck. Hinter dem Filter liegt nochmal die Gummilippe, die den Filter unterstützt, den Schmutz einzusaugen. Der Schmutz wird auf der Rückseite des Roboters im Filterkorb gefangen. Der lässt sich ganz einfach herausnehmen und auch reinigen. Und das Besondere an diesem Filter ist, dass ihr neben dem Standard 180 Mikron Meshfilter auch noch einen Feinfilter habt, um die Wasserqualität deutlich zu verbessern. An der Front des Roboters befindet sich eine Kamera. Mit dieser Kamera kann der Roboter unter Wasser tatsächlich sehen. Die Daten werden im Gerät verarbeitet und werden nicht hochgeladen. Und mit der Kamera erkennt der Roboter den Schmutz. Die KI interpretiert das Ganze und der Roboter fährt gezielt auf den Schmutz zu, sammelt ihn ein und behält ihn sicher im Filter. Das Ganze macht er nicht nur tagsüber, sondern theoretisch auch in der Nacht, denn der Roboter hat zwei LED-Scheinwerfer und kann auch in der Nacht fahren. Ob das Ganze wirklich so funktioniert, das werde ich natürlich noch testen. Am Zubehör bekommt ihr gar nicht so viel dazu. Ihr habt zum einen ein Handbuch in gedruckter Form in der Kiste mit dabei, eine Auftriebshilfe für den Fall, dass der Roboter an euren glatten Wänden nicht die Seitenlinie machen kann und die Ladestation mit einer eigenen Stromversorgung. Ihr bekommt auch einen Haken mit dazu, um den Roboter notfalls aus dem Wasser herausheben zu können. Das braucht ihr aber im Regelfall gar nicht, denn dieser Roboter hat eine Coming-Home-Funktion. Das bedeutet, dass der Roboter, nachdem er mit der Arbeit fertig ist, automatisch an die Wasseroberfläche wieder hochkommt, an den Beckenrand heranfährt, euch über eure App benachrichtigt und ihr müsst ihn nur noch aus dem Wasser holen, den Filter mit einem Gartenschlauch ausspülen und anschließend nehmt ihr den Roboter und ladet ihn kabellos einfach in der zugehörigen Ladestation. Das klingt auf jeden Fall überzeugend und dem möchte ich jetzt nachgehen, indem ich den Roboter zunächst in der App einrichte. Wie das funktioniert, relativ einfach. Ihr braucht zunächst die App, die Aipa-App. Die entsprechenden Links für Android bzw. iOS packe ich euch unter das Video und dann könnt ihr den Roboter ganz einfach installieren, indem ihr den QR-Code auf der Unterseite des Filtereinlasses abfotografiert. Ich zeige es euch mal. Die App habe ich mir schon auf mein Telefon heruntergeladen und mir auch einen Account bei Aipa angelegt. Alles, was ich tun muss, ist auf den Knopf Add Device einrichten und das Gerät sucht automatisch mittels Bluetooth nach dem Roboter. Dieser muss natürlich eingeschalten sein. Und ruckzuck findet mein Telefon auch den Roboter. Ich klicke das Gerät an, muss nur noch meine Zugangsdaten zum WLAN hinterlegen. Ich habe meinen Pool die letzten Tage bewusst nicht gereinigt und ihr seht, es hat sich einiges an Dreck angesammelt. Also genau das richtige Szenario, um den Aipa Scooper V3 zu testen. In der App habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze jetzt auszuprobieren. Ich wähle den Automatikmodus und klicke auf Start und anschließend muss ich den Roboter nur noch ins Wasser setzen. Das tue ich jetzt. Der Roboter sinkt nach unten ab. Und beginnt nach kurzer Zeit schon automatisch mit der Reinigung des Pools.
Der Roboter fährt nun ungefähr 5 Minuten hier im Wasser und ich muss sagen, nach 5 Minuten lässt sich das Ergebnis durchaus schon sehen. Die großen Schmutzflecken, die sind weg, auch an den Seiten war er überall schon gewesen und das, obwohl ich kein richtiges System erkennen konnte. Er fährt weder irgendwelche Linien ab, noch nach dem Chaos-Prinzip, sondern über die kameragestützte KI-Funktion sucht er gezielt nach dem Schmutz, umfährt den Bereich großflächiger, wird immer kleiner und saugt den Schmutz zuverlässig in den Filter ein. Was mir besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass er den Schmutz am Boden nicht aufwirbelt, also überall im Wasser verteilt, dass ich das Ganze wieder im Skimmer rausholen muss, sondern die Bürsten sind so konzipiert, dass der Schmutz schön nach unten eingesaugt wird, wie man jetzt hoffentlich sehen kann, und dann auch sicher im Filter verbleibt. Der Aiper Scooper V3 gehört aktuell zu den technisch interessantesten kabellosen Poolrobotern auf dem Markt. Vor allen Dingen, weil Viper hier nicht nur auf klassische Reinigung setzt, sondern sehr stark auf intelligente Navigation und Komfort im Alltag. Das Herzstück ist dabei das sogenannte AI-Navium-System in Kombination mit VisionPath. Der Roboter nutzt verschiedene Sensoren und eine visuelle Erkennung, um den Pool aktiv zu analysieren und effizientere Reinigungsrouten zu planen. Im Gegensatz zu vielen klassischen Poolrobotern, die eher zufällig durch den Pool fahren, versucht der Scooper 3V gezielt strukturierte Bahnen zu fahren, Hindernisse zu erkennen und sichtbaren Schmutz priorisiert anzusteuern. Ziel ist eine möglichst vollständige Reinigung ohne unnötige doppelte Fahrtwege. Die Saugleistung liegt laut Hersteller bei rund 18.000 Litern pro Stunde bzw. 4.800 Gallonen pro Stunde. Zusammen mit den beiden aktiven Bürsten vorne und hinten kann der Roboter dadurch nicht nur groben Schmutz wie Blätter oder kleine Steinchen aufnehmen, sondern auch feinere Partikel zuverlässig lösen und absaugen. Besonders interessant ist dabei das mehrstufige Micromesh-Filtersystem. Der Hauptfilter arbeitet mit einer Filtergröße von etwa 180 Mikron und nimmt größere Verschmutzung auf. Zusätzlich kommt eine ultrafeine Filterschicht mit etwa 3 Mikron zum Einsatz. Dadurch filtert der Scooper V3 nicht nur sichtbaren Schmutz, sondern auch feinen Staub, Pollen, Sand oder sogar kleinere Algenreste aus dem Wasser. Gerade im Frühjahr oder nach schlechtem Wetter macht das in der Praxis einen deutlichen Unterschied. Der Roboter reinigt nicht nur den Boden, sondern auch die Wände und die komplette Wasserlinie. Für die Wasserlinie nutzt Aiper das sogenannte Jet Assist System. Dabei wird der Roboter gezielt horizontal entlang der Wasserlinie geführt, um genau den Bereich gründlich zu reinigen, an dem sich häufig Fettablagerung, Blütenstaub oder leichte Verschmutzung sammeln. Viele günstigere Geräte berühren die Wasserlinie oft nur kurz oder eher zufällig. Hier arbeitet der Scooper V3 deutlich gezielter. Auch die Energieversorgung ist klar auf Komfort ausgelegt. Der Scooper V3 arbeitet komplett kabellos und wird über ein kabelloses Dock geladen. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 180 Minuten im Standardmodus und im Eco-Modus sogar bei bis zu 210 Minuten. Damit eignet sich der Roboter problemlos auch für größere Pools bis etwa 150 Quadratmeter. Insgesamt merkt man beim Scooper V3 sehr deutlich, dass Aiper hier nicht einfach nur einen leistungsstarken Poolroboter bauen wollte, sondern ein möglichst komfortables und intelligentes Gesamtsystem für den Alltag. Eine gute Dreiviertelstunde ist der Aiper Scooper V3 nun hier im Becken unterwegs. Zunächst hat er den groben Schmutz gezielt gesucht und aufgesaugt. Anschließend in Querbahnen mit einer leichten Überlappung den kompletten Boden gereinigt und ist nun dazu übergegangen, den kompletten Boden noch einmal in Längsbahnen zu saugen bzw. zu reinigen. Der Boden wird also insgesamt mindestens zweimal gereinigt, zusätzlich zu diesen groben Schmutzerkennungen. Insgesamt muss ich sagen, sieht das Ergebnis schon sehr, sehr gut aus. Der Boden ist wirklich sehr sauber geworden. Es gibt einige Stellen, wie zum Beispiel dort hinten in der Ecke, wo der Dreck sich sammelt. Der Roboter ist weder in der Querform noch in der Längsbahn bis an die Ecke herangekommen. Das sind aber so typische Problemzonen, die bisher jeder Roboter hatte. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch ausschaut. Habt ihr solche Zonen, wo der Roboter nicht rankommt, wo ihr immer von Hand nochmal nachbürsten müsst? Würde mich mal einfach interessieren. Nachdem der Roboter nun den Pool vom groben Schmutz befreit hat, einmal längs und einmal quer und nochmal längs gefahren ist, beginnt er nun automatisch mit der Wasserlinienreinigung. Er fährt am Beckenrand nach oben und schrubbt akkurat die Wasserlinie mit der vorderen Bürste.
Nachdem der Roboter fertig mit der Reinigung ist, habe ich die Benachrichtigung auf mein Telefon bekommen und der Roboter wartet nun an der Wasseroberfläche auf seine Entnahme. 10 Minuten verharrt er an dieser Position. Wenn er während dieser Zeit nicht herausgenommen wird, dann sinkt er automatisch wieder zu Boden und schaltet sich ab. Dann braucht ihr auf jeden Fall diesen Haken. Das Tolle an diesem Roboter ist, ihr braucht kein Kabel zum Laden. Es reicht völlig aus, den Roboter auf die Ladestation zu stellen und fertig. Werfen wir einen Blick in den Filter und ihr seht, es ist einiges hängen geblieben. Beide Filter kann ich nun einfach mit dem Gartenschlauch unter fließendem Wasser ausspülen. Wichtig ist, für meinen Test habe ich beide Filter eingesetzt. Dieser feine Filter ist für die Verschmutzung, die ich hier im Becken hatte, aber gar nicht geeignet. Grundsätzlich solltet ihr bei einer extremen starken Verschmutzung den Roboter zunächst nur mit diesem groben 180er Filter fahren lassen und danach ein zweites Mal mit dem feinen Filter fahren lassen. 180 Minuten am Stück kann der Aiper Scooper V3 reinigen. Im Eco-Modus, wenn er die Leistung etwas runter regelt, schafft er sogar 210 Minuten. Danach muss er auf jeden Fall zurück in seine Ladestation und für ungefähr 5 Stunden neu aufgeladen werden. Das Ergebnis für meinen Pool nach 3 Stunden insgesamt, Bodenreinigung, Wandreinigung und Wasserlinienreinigen, lässt sich auf jeden Fall sehen. Der Schmutz, den ihr am Anfang gesehen habt, ist komplett weg und ihr habt am Filter gesehen, was da sich angesammelt hat. Also das überzeugt mich auf jeden Fall. Die Reinigungsleistung ist top, da kann man auf keinen Fall meckern und die Funktion, die der Roboter bietet mit dieser KI-gestützten Suche nach den einzelnen Schwerpunkten im Wasser, die funktioniert, hat mich absolut überzeugt. Was nicht ganz so gut funktioniert, ist das Podest und die Treppen. Den Podest hat er einmal angefahren, hat ihn gereinigt, aber nicht komplett. Und bei den Treppen muss ich sagen, die hat er einfach nicht geschafft. Er ist in der Schräge hochgefahren, hat aber aufgrund seiner Länge und seiner Breite gar nicht die Möglichkeiten, meine Stufen hier akkurat mit zu putzen. Die Stufen haben eine Breite von 25 cm und ihr seht, der Roboter ist auf jeden Fall breiter. Das solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen beim Kauf. Oder ihr macht es wie ich, einfach mit dem Poolbesen den Schmutz in den Pool hineinkehren und anschließend den Roboter auf der großen Fläche saugen lassen. Apropos, ihr habt in der App noch ein paar zusätzliche Einstellungen. Unter anderem könnt ihr zum Beispiel einen KI-gestützten, wetterabhängigen Zeitplan erstellen. Das bedeutet, dass der Roboter abhängig von der Umgebung, von eurem Pool, von euren Nutzungsgewohnheiten sich selber auf den Weg macht, das Becken zu reinigen. Wie das alles funktioniert, das werde ich euch nicht in diesem Video zeigen, vielleicht in einem späteren. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar, wenn euch das interessiert und schreibt mir, worauf ich im nächsten Video genauer eingehen soll. Was ich euch aber noch zeigen möchte, sind die Funktionen, die ihr ohne die App steuern könnt, denn mit dem Telefon immer am Pool rumzurennen, hat ja nun auch sein Risiko. Ihr könnt den Roboter natürlich auch mit dieser einen Taste komplett steuern, lange draufdrücken und ihr schaltet ihn ein und danach könnt ihr zwischen der Wandreinigung, Komplettreinigung, Wasserlinienreinigung und der Bodenreinigung hin und her schalten. Einfach anklicken, Roboter ins Wasser schmeißen und die Sache ist erledigt. Tja, was sagt ihr zum Roboter? Wie ist euer Feedback? Was interessiert euch? Womit kann er euch überzeugen? Womit kann er euch vielleicht nicht überzeugen? Schreibt mir gerne mal einen Kommentar unter dieses Video. Schreibt mir, was euch gefällt. Schaut mal an das Quiz, was ich dazu stelle. Und wenn ihr wissen wollt, was das Teil überhaupt kostet, welche Rabatte es aktuell gibt, dann schaut auch mal unter das Video in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch die Promo-Codes bzw. die Produktlinks zum Shop und ihr könnt direkt mal nachschauen, ob das was für euch wäre. Wenn dir mein Video bei der Entscheidungsfindung geholfen hat, lass mir gerne das Like da, abonniere meinen Kanal für viele weitere Videos und schreib mir gerne ein Feedback unter dieses Video. Ich danke dir fürs Zuschauen, freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Mach's gut, bis dahin, ciao.